Recht herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Mein Name ist Christian Leinweber und ich freue mich ganz besonders, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir gemeinsam die aktuellen Geschehnisse an den Finanzmärkten einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Ja, zurzeit hat es ganz den Anschein, als würde das Sprichwort No News is Good News gelten. Sprich, nach den zu teils doch heftigen Verwerfungen der letzten Wochen empfindet der Kapitalmarktinvestor zunehmend wieder so etwas wie aufkeimende Zuversicht. Die amerikanischen Regionalbanken, welche als Trigger den Startschuss für die schlechte Stimmung gaben, scheinen aufgrund der raschen Hilfszusagen seitens der Federal Reserve und der amerikanischen Großbanken aufgefangen zu sein. Die Schweizer Großbank Credit Suisse wiederum geht in der Union Bank of Switzerland, kurz UBS, auf, nachdem eine bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken schwere Liquiditätszusage der Schweizer Notenbank nicht den gewünschten Erfolg in Bezug auf das Eindämmen des massiven Einflusses von Kundengeldern mit sich gebracht hatte. Und aktuell kehrt auch etwas an Beruhigung rund um die Deutsche Bank ein, nachdem der Paradetitel der europäischen Bankenlandschaft noch gegen Ende der Vorwoche ins Visier von Investoren geriet und in der Spitze 15% nachgab, verzeichnet die Deutsche Bank in den letzten Tagen wieder Kursgewinne. Die Politik, die ist ebenfalls um Beruhigung bemüht, so meinte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel, das Bankensystem ist stabil in Europa. Klar, dass sich da der eine oder andere fragt, ob das nur die reflexartige politische Beruhigungspille sein soll oder steckt da doch vielleicht mehr an Stabilität im Bankensektor, als man annimmt. Nun, grundsätzlich ist am Kapitalmarkt die Meinung vorherrschend, dass sich der europäische Bankensektor fundamental solide präsentiert. Die aktive Qualität, also einerseits die Kredite, die Banken an Unternehmen und private Haushalte vergeben, sowie die Zinsen, die Banken auf diese Aktiva erhalten und somit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Einnahmen und Gewinne darstellen, gepaart mit einem deutlich besseren Liquiditätsausstattung im Vergleich zu den US-Banken, resultiert letztendlich in einem kontinuierlich positiven Bild. Zusätzlich kann auch die Kernkapitalquote der europäischen Banken in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Ehrlicherweise muss man aber auch festhalten, dass sich der europäische Bankensektor mancher Probleme nicht komplett entziehen wird können. So hat der beträchtliche Renditeanstieg bei Staatsanleihen natürlich auch für unrealisierte Verluste in Hold-to-Maturity-Portfolios vieler Banken gesorgt. Ein möglicher Notverkauf dieser Staatsanleihenbestände würde zwar die Kapitalquote des europäischen Bankensektors drücken, der Wert wäre aber weiterhin als durchaus adäquat zu bezeichnen. Als Conclusio bleibt, dass ein reibungsloser Interbankenmarkt sowie die Liquiditätsversorgung im Gesamtwirtschaftskreislauf als tragende Säule einer funktionierenden Volkswirtschaft zu gelten hat und dies auch aktuell erfüllt. Apropos Volkswirtschaft, an der Datenfront spielt sich hier Deutschland in den Mittelpunkt des Geschehens. So konnte Anfang dieser Woche das IFO-Geschäftsklima im März zum 5. Mal in Folge deutlich ansteigen, und zwar von 91 auf 93,3 Punkte. Neben der Verbesserung in der Einschätzung deutscher Unternehmen für ihre gegenwärtige Geschäftslage war es vor allem der Anstieg der Geschäftserwartung für die kommenden 6 Monate, der in seinen Anstieg doch überraschte. Doch Obacht, die Bäume, die wachsen auch in Deutschland nicht in den Himmel. Durch die von der EZB vorgenommenen geldpolitischen Straffung, sprich Zinserhöhung und deren zeitverzögernden Effekte, wird ein Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland nicht ausbleiben. Und dies wiederum sollte das Geschäftsklima wohl wieder belasten. Es bleibt also spannend. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Christian Leinweber. Thank you.